Der wahre, coole Typ, das bist nämlich du. Bei den 7 universellen Grundenergien liegt die Gelehrtenenergie 4 auf der Assimilationsebene. Neben ihr gibt es keine weitere Energie auf dieser Ebene. Dafür hat sie jedoch ein Doppelprinzip: Lernen und Lehren. Die Pole sind wissend und theoretisierend. Als Gelehrter oder Gelehrte kommst du dir manchmal vielleicht vor wie in einem großen Zoo oder in einem Theaterstück, das die anderen Seelenrollen rund um dich herum aufführen. Das liegt daran, dass du gemäß deiner seelischen Natur eine neutrale Beobachtungsposition innerhalb der anderen Energien innehast. Deine dir ganz eigene Viererenergie schenkt dir etwas ganz Einmaliges. Du hast den Überblick. Den haben die anderen viel weniger bis gar nicht. Sie sind einfach viel mehr ihren speziell eingefärbten Rollen verbunden als du. Dich macht geradezu aus einer objektiven Distanz heraus Zusammenhänge erfassen zu können, die den anderen schlichtweg verborgen bleiben. Anders als die Seelenrolle des Künstlers, der an einem intellektuellen Wissen auf den verschiedensten Gebieten interessiert ist, strebst du als Gelehrter oder Gelehrte nach Erkenntnissen und Erfahrungen auf einem speziellen Gebiet. Und hier willst du alles wissen, und zwar in der Breite und auch in der Tiefe. Und deine Erfahrungen müssen sich in der Praxis als tragfähig erweisen. Objektivität ist dir ein hohes Gut, mit dem du die Subjektivität der anderen Seelenrollen gut beobachten und auf dich wirken lassen kannst. Und die Eindrücke gehen nicht einfach so an dir vorbei, ganz im Gegenteil. Denn du lernst so leicht wie ein Schwamm, der das Wasser aufsaugt. Und die Erkenntnisse durchlaufen in deinem Inneren komplexe Prozesse. Du sichtest, siebst und kategorisierst deine Erfahrungen. Und schließlich, wenn dein Erkenntnisspeicher reich gefüllt ist, gibst du dein Wissen, deine Erfahrungen auf deine ganz eigene Weise an das System zurück. Als Gelehrter, als Gelehrte trägst du maßgeblich zum kollektiven Erkenntnisgewinn und zur Auswertung von Erfahrungen bei. Also Chapeau und ganz herzlichen Dank an die vielen Gelehrten auf der Welt. Was dich ab und zu eventuell ein bisschen wurmt, ist, dass andere Seelenrollen irgendwie mehr hervorstechen als du. Das Doppelprinzip der 4, das männliche und weibliche Anteile genau in gleichem Maße miteinander verbindet, bringt es nämlich mit sich, dass Gelehrte ganz einfach ein bisschen androgyner herkommen als andere Seelenrollen. Falls dir überhaupt daran liegt, das Männliche oder Weibliche in dir ein bisschen mehr hervorzubringen, musst du etwas mehr auf die Tube treten. Aber wozu eigentlich? Lass doch die anderen Seelenrollen sich ereifern. Der wahre, coole Typ, das bist nämlich du. Jeder, der Gelehrtenenergie in seiner seelischen Matrix hat, weiß, was ich meine und freut sich über diese wunderbare, ausgeglichene, entspannte Weite und Tiefe in seinem Inneren. Die Gelehrtenenergie ist das Tor zu Raum und Zeit. Hier befinden sich die Qualitäten des Beobachtens und Innehaltens. Die in anderen Lehren genannten Dinge wie die Kraft des Jetzt, das Zeugenbewusstsein, die Welt der Formen, die Kunst des Zen, all das hat seine Quellen im Reich der Gelehrtenenergie. Und als der liebe Gott den Flow verteilt hat, hat die Seelenrolle des Gelehrten am meisten davon abbekommen. Nun muss aber jede Energie ihren natürlichen Ausgleich in ihrem Gegenteil finden. Als Gelehrter hast du daher einen ausgeprägten Hang zu Starrsinnigkeit und Pedanterie. Abwechslung ist nicht so deine Sache. Und deinem Umfeld wird es nicht entgehen, wenn du mit deiner Nase in den Büchern steckst und nicht mehr auftauchst
Oder wenn du dann da bist, mit erhobenem Zeigefinger deine eigenen Theorien zitierst und auf Bestätigung deiner Erkenntnisse beharrst. Die Gestalt eines typischen Gelehrten ist androgyn. Das Kinn kann etwas verspannt sein. Ausstrahlung und Kleidungsstil sind eher neutral und nüchtern. Achtung, auch hier wird der reine Prototyp beschrieben. Gelehrte können nämlich auch sehr individuell daherkommen. Das liegt daran, dass jeder Mensch eine ganz individuelle Matrix besitzt, die aus verschiedenen Energien besteht. Du brauchst außerdem regelmäßig Zeiten des Rückzugs, um das Beobachtete zu verdauen und zu sortieren und deine theoretischen Kenntnisse zu authentischem Wissen zu verwandeln. Denn ohne praktische Überprüfung und auch Experimente bleiben deine Erkenntnisse schal und leer. Wonach du strebst, ist die vielen entscheidenden Einzelelemente, die du in mühevoller Kleinarbeit akribisch sortiert und getrennt hast, in all ihrer Pracht nachvollziehbar und praxisrelevant an andere weiterzugeben. Vielleicht hast du ja einen YouTube-Kanal, in dem du dich mit Pflege und Wartung von Hochleistungsfahrrädern beschäftigst. Oder du kennst dich mit orthomolekularer Nahrungsergänzung aus. Oder vielleicht hast du einen Garten, wo du der Bienenzucht nachgehst oder seltene Pflanzen beherbergst. Immer dann, wenn du voll Liebe mit deinem Thema andere Menschen begeisterst, steht deine Seelenessenz in voller Blüte. Ich bin ziemlich sicher, dass die Archetypenlehre mit ihrer strukturierten Eleganz und Aussagekraft dich ganz schön begeistern kann. Schau nach im Buch Archetypen der Seele, in die völlig neu überarbeitete Ausgabe von 2010, ab Seite 67, ob du die noch tiefer gehenden Aussagen zum Wesen des Gelehrten bestätigen kannst. Nun zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe festgestellt, dass ich in meiner Familie und in meinem engeren Bekanntenkreis, bei meinen Freunden, dass ich da überhaupt gar keinen Gelehrten habe. Schade eigentlich. Also, falls jemand von euch sich angesprochen fühlt und Gelehrter ist und mit mir in Austausch gehen möchte, wie das so ist und sich anfühlt, sodass ich das hier noch viel besser beschreiben kann, sehr, sehr gerne. Bei einigen Menschen springt sofort ins Auge, welche Seelenrolle er oder sie hat. Oftmals ist es aber gar nicht so offensichtlich. Wenn du wissen möchtest, welche Seelenrolle du hast, schau dir doch einmal alle zu dem Thema gehörenden Videos auf meinem Kanal an. Und wenn du Fragen dazu hast, dann stell sie gern in den Kommentaren. Vielleicht teilst du die Videos auch mit deinen Freunden. Dann könnt ihr zusammen überlegen, welche Grundenergien eure Seelen besitzen. Welche Möglichkeiten es gibt, die gesamte seelische Matrix zu bestimmen, erzähle ich in einem ganz eigenen Videobeitrag. Und natürlich empfehle ich dir wie immer, in das blaue Archetypenbuch hineinzuschauen. Dort findest du alles sehr detailliert und ausführlich beschrieben. In dieses Buch schaue ich am besten jetzt auch gleich mal hinein, denn am Ende der Neuauflage gibt es eine Tabelle mit vielen bekannten Persönlichkeiten. Und einige der dort genannten Gelehrten schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Bill Gates. Wie alle Gelehrten zeichnet ihn eine Leidenschaft für ein spezielles Thema aus. In seinem Fall natürlich Computer. Stellt man seine Technologie neben die von Steve Jobs, könnte man meinen, dass die Gestaltung seiner Produkte vergleichsweise pragmatisch ausfällt. Steve Jobs in seiner Seelenrolle als Priester hingegen strebte geradezu missionarisch nach einer exklusiven, intuitiven und uniken Technologieform. Interessanterweise war Steve Jobs aber auch von seiner Mentalität her ein Pragmatiker. Ein Pragmatiker blickt gewissermaßen mit einer Gelehrtenbrille in die Welt. Seine Produkte mussten daher auch praktikabel und funktional sein. Mehr zum Thema Mentalitäten erfährst du jedoch nicht hier und heute, sondern in einem separaten Video. Bei Bill Gates und Steve Jobs handelt es sich übrigens um zwei späte reife Seelen. Die Bachblütentherapie wurde von Edward Bach, einer alten Seele, entwickelt. Die Gelehrtenenergie verleiht ihrem Träger die Fähigkeit, Zusammenhänge und Dinge instinktsicher zu erfassen. So war es ihm wohl möglich, das Wesen der Blüten und ihre feinstofflichen Schwingungen auf unmittelbare Weise zu erfahren.
Ein, wie ich finde, eher untypischer Gelehrter war Federico Fellini, Italiens berühmtester Filmemacher, eine späte Reifeseele. Sein Werk wurde mit Preisen und Oscars überhäuft. Er war ein vielseitig talentierter, großer, fantasievoller Geschichtenerzähler. Wahrscheinlich hätte ich ihn eher für einen Weisen oder einen Künstler gehalten. Und wieder einmal zeigt sich, die Archetypenlehre ist kein Schubladensystem. Ein weiterer untypischer Gelehrter italienischer Abstammung ist Silvio Berlusconi. Bei ihm handelt es sich um eine ausdauernd herrschende, junge Seele. Seine Gelehrtenseelenrolle wird durch sehr viel Aktionsenergie in der seelischen Ausstattung kräftig koloriert. Zum Schluss nun aber noch ein ganz typischer Gelehrter, Günther Jauch, eine reife Seele. Er ist den meisten wohl bekannt als Moderator von Wer wird Millionär? Eine Sendung, die auf ihn und seine gelehrten Qualitäten, sein neutrales Pokerface, hervorragend zugeschnitten ist. Thank you.